Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den Golf 4, Baujahr 2003, Dieselmotor. Und ich weiß gar nicht, ob es da einen großen Unterschied gibt bei den Antriebswellen. Auf jeden Fall, der hat 96 kW, Diesel 1,9er. Und bei dem wollen wir einmal das Antriebswellengelenk austauschen, weil das Ganze hier ist kaputt. Wurde vom Vorbesitzer einmal ein bisschen kaputt, das Gewinde. Und deswegen wird das Ganze ausgetauscht, weil in Verbindung mit ganz vielen anderen Reparaturen das Ganze gemacht werden muss, oder weil hier verschiedene andere Reparaturen noch gemacht werden am Fahrwerk. Machen wir das Antriebswellengelenk einmal neu, dann ist es vernünftig. Und wichtig, wenn ihr das Ganze machen möchtet, gibt es natürlich spezielles Werkzeug, was ihr dafür benötigt, und zwar zu empfehlen. Und was ganz wichtig ist, um die Zentralschraube zu lösen, die 30 mm Nuss, Kauflink unten in der Videobeschreibung, Vielzahn und die Achsmanschettenschellen zusammenzudrücken. Es gibt einmal die etwas, für die leichteren Achsmanschetten und dann einmal für die Edelstahlschellen einmal eine, wo man das Ganze spannen kann, um da ein bisschen mehr Druck auszuüben. Die Geschichte und natürlich, damit ihr das Antriebswellengelenk abziehen könnt. In dem Fall, bei dem Modell kann man das Ganze auch mit 2 Personen und mit Hammer machen. Das werden wir auch machen müssen, weil wir das Gewinde nicht ansetzen können, um die Antriebswelle abzuziehen. Sowas ist auch noch zu empfehlen, sich zuzulegen. Kauflink, alles unten in der Videobeschreibung. Und ich glaube, bei XXL könnt ihr das Ganze auch ausleihen. Könnt ihr natürlich gerne nachfragen. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF bekommt ihr 5%. Wichtig ist für den Spurstangenkopf auch noch ein Abzieher. Seht ihr beim Video. Alle Kauflinks unten in der Videobeschreibung, alle Abzieherwerkzeuge unten verlinkt das Ganze. Und legt euch dann am besten auch noch einen Brenner zu. Ja, weil die Schrauben alle und eine Flex und ein Meißel und was nicht alles, weil es kann wirklich wild werden, wenn da sämtliche Schrauben. Wir haben auch die Querlenker noch mitgetauscht, Spursteinköpfe mitgetauscht, Axialgelenke mitgetauscht, Domlager und, was wir nicht alles gemacht haben. Das wird jetzt auf der anderen Seite auch nochmal abgefilmt. Alles einzeln und natürlich in Verbindung mit einer Achsvermessung. Ja, und wie man das Ganze machen kann, wechseln könnte, würde ich euch gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Wenn ihr den Reifen dann abhabt, dann ist es ganz wichtig, zuerst die Zentralschraube von dem Antriebswellengelenk abzuschrauben und nicht irgendwie Bremse ausbauen, weil es kann sein, dass die ab und zu extrem fest ist. Da muss eine andere Person auf die Bremse treten, damit man mit einer Verlängerung das Ganze hier lösen kann. Deswegen immer als allererstes die Schraube lösen. In dem Fall, wir hatten sie schon mal gelöst, da ist schon eine neue Schraube drauf.
Wir tauschen den ja aus, weil das Gewinde hier kaputt ist. Und dann natürlich prüfen, ob bei euch die Antriebswelle sich auch zurückdrücken lässt. Entweder schon ziemlich fest oder gut, dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt erst den Spurstangenkopf abmachen, damit wir das Ganze ein bisschen zur Seite bekommen. Jetzt machen wir einmal den Spurstangenkopf ab, beziehungsweise man könnte den sogar dran lassen, aber wir machen den einmal ab. Dann ist es noch einfacher, aber grundlegend reicht eigentlich, wenn man Traggelenk unten abschraubt, dann kann man das Ganze schon zur Seite umlegen. Aber wir werden den sowieso austauschen und das Ganze auch einmal abmachen. Gewinde schön sauber machen, Rostlöser drauf. Und mit einer 18er Nuss schrauben wir das Ganze einmal ab. Wir nehmen einen speziellen Abzieher. Wir nehmen einen Abzieher. Ja, in dem Fall, der war schon mal ab. Dreht ihr das Ganze und dann könnt ihr das Ganze abmachen. Abzieher, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und wir schrauben als nächstes mit einer 17er Nuss die Schraube hier ab, damit wir den Querlenker runter senken können. So, wichtig ist, das Ganze nicht mit Schlagschraube machen, besonders bei diesen älteren Fahrzeugen, weil die sehr gerne abreißen. Deswegen das Ganze immer eventuell mit Hand erst lösen und dann, wenn das Ganze gut kommt, kann man das Ganze mit Schlagschrauber abschrauben. Und als nächstes schrauben wir die Schrauben an dem Traggelenk ab. Hier kann man sehen, dass das schon erneuert wurde, aber trotzdem einmal mit Hand das Ganze lösen. Denn die reißen sehr gerne ab, drehen sehr gerne rund. Vorsichtshalber vorne, vorsichtshalber oben mit Drahtbürste das Ganze sauber machen, Rostlöser drauf. Aber der ist schon vor einer Woche neu gekommen. Und dann das Ganze einmal abschrauben. Und jetzt können wir Antriebswellengelenk rausschlagen und gleichzeitig das Ganze hierhin bewegen. Bitte nicht wundern, Dreieckslenker bzw. der Querlenker ist raus, Axialgelenk mit Spurstange ist raus, normalerweise hängt das hier rum. Das wird nämlich auch alles ersetzt und so können wir das Ganze hier etwas besser abfilmen. So, wir nehmen die beiden Schellen ab. Das wird nämlich alles einmal neu gemacht. Das gleiche auf der anderen Seite. So, wenn das Gewinde hier heile wäre, dann hätten wir die Chance, die Möglichkeit, dieses Werkzeug zu benutzen. Und zwar hier einklemmen, mit der Mutter hier gegendrehen und dann würden wir das Antriebswellengelenk so rausziehen. Leider ist das Gewinde kaputt und deswegen gibt es nur noch die Möglichkeit, mit dem Hammer hier gegenzuschlagen, dass er von der Antriebswelle abspringt. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass er hier hinten nicht rausspringt, dass eine zweite Person den hier hinten festhält und die andere Person den dann runterschlagen kann. Wir haben den jetzt ein paar Mal geklopft. So. Und zwar nimmt eine zweite Person hier die Hand hin und dann hier gegenklopfen
damit er abspringen kann. Oder halt den Abzieher benutzen. Und jetzt können wir das Ganze einmal alles abmachen. Alles abmachen, alles sauber machen. Anschließend fangen wir an, das Ganze natürlich wieder rückwärts zusammenzubauen. Neue Schelle drauf. Dann die neue Manschette drauf. Übrigens ist das hier eine Vollgummi-Manschette und nicht diese Thermoplast-Geschichte, die davor drauf war. Dann dichtet die hier auf jeden Fall hinten viel, viel besser ab. So, dann gucken, dass wir das vernünftig zubekommen. So. Das Ganze können wir erstmal umklappen. Dann den Ring drauf und Kunststoff. So, diesen Ring, hier ist so ein Springring drauf, den kann man natürlich auch neu machen, aber ich mache die eigentlich relativ selten neu. Weil er schneidet, ja gut, können wir neu machen. Weil die gehen dann so extrem beschissen drauf und der schneidet dann meistens immer die Zähne dann ab. Wir lassen den, passiert nichts, der wird da schon nicht runterfliegen. Und dann muss man so extrem drauf rumhämmern, damit sich das Ganze setzt. So, mit Fett ist das Ganze schon befüllt. Man kann aber noch eine extra Tube sich dazulegen und das Ganze hier nochmal mehr reinmachen. Da war jetzt aber keine dabei. Wir gucken mal. Machen wir den einmal drauf. Wie machen wir das Ganze drauf? Einmal hier die neue Mutter, damit wir da draufschlagen können. Dann setzen wir das Ganze hier einmal so dran. Und dann ist das Ganze schon drauf. Dann sitzt das Ganze schon. Und jetzt können wir das Ganze hier jetzt nochmal entfetten. Dann entfetten wir das Ganze. Und können das Ganze jetzt umlappen. Hier jetzt einmal entfetten. Die neue Schelle drauf. Schelle mittig platzieren. Und zusammendrücken. Es gibt dafür die zwei unterschiedlichen Werkzeuge. Das ist, sage ich mal, für die einfacheren, für diese. Es gibt aber die dicken Edelstahlschellen, die vorher hier dran waren, die extrem schwierig abzumachen sind. Da benötigt ihr die anderen. Wir verlinken das beide. Wir verlinken beide mal unten. So. Jetzt das Ganze einmal mittig drauf. Und jetzt den hier hinten noch. Und anschließend den auf der anderen Seite.
Und dann sitzt das Ganze. Und dann können wir das Ganze wieder reinsetzen. So, und ganz wichtig, die Schraube, die kann man eigentlich festziehen. Am besten ist auf dem eigenen Gewicht das Ganze festziehen. Das heißt, wenn der Schenkel oben ist oder ihr drückt mit irgendwas hoch, damit er so einigermaßen auf dem eigenen Gewicht ist. Das heißt, dass der Reifen ins Radhaus eingefahren ist, weil wenn ihr das quasi jetzt hier festzieht, beziehungsweise an den Querlenkern, hier an dem, und jetzt ist es quasi in entlasteten Zustand, und wenn es dann im belasteten Zustand ist, dann ist die Buchse quasi verdreht. Das ist ganz wichtig. Deswegen lassen wir das Ganze lose und ziehen das nachher alles einmal fest. Ja Leute, und so in etwa könnte das Ganze einmal aussehen, wenn man das Antriebswellengelenk tauschen möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ja schon alles am Anfang erzählt gehabt, und alles Weitere könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, natürlich in dem Fall, wo wir so viele Ersatzteile mitgetauscht haben, ist es dringend notwendig, natürlich Achsvermessung zu machen. Aber wenn ihr nur Antriebswellengelenk macht, ist es wirklich nur zu empfehlen, eine Achsvermessung zu machen, aber nicht dringend notwendig. Aber zu empfehlen, das Ganze zu machen. So, und ja, wie gesagt, alle weiteren Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Schreibt bitte alles unten in die Kommentare zu dem Thema. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!